funktioniert das eigentlich, Hersteller unabhängig automatisieren? Und was für manchen vielleicht noch wichtiger ist, zahlt es sich aus? Ich glaube einfach, dass dieser Ansatz der Verteilung und Herstellerunabhängigkeit der richtige ist. Wir als Unternehmen profitieren auf jeden Fall davon, dass wir die Sache wirklich einmal programmieren. Wir machen einmal das Engineering. Es ist für uns definitiv eine Revolution. Das heißt, wir gehen da wirklich einen komplett neuen Weg, der unheimlich viel Chance hat, aber natürlich auch Gefahr birgt. Automatisierung hat etwas Faszinierendes. Mit großen Augen schauen wir zu, wie technische Systeme Produkte herstellen und verpacken. Wenn man sich heutzutage mal in den Supermarkt geht und wer schaut sich Käse an oder auch Milch, dann ist es erst einmal ein einfaches Produkt. Aber was dahinter dran steckt, wie viel Technologie ist, dass die Käse genauso verpackt wird oder die Milch so verpackt wird, ist eines der interessantesten Themen für mich. Ja. Der Kollege Kurt Bettenhausen vom VDI hat mal gesagt, Automatisierung ist die Technik unter der Haube. Das heißt, Automatisierung macht erst möglich, dass wir verschiedene Produkte erzeugen und herstellen können, und zwar zu einem akzeptablen Preis. Und der Mensch? Den braucht es, um eine Anlage zu automatisieren, um die vielen beweglichen Elemente zu orchestrieren, um der Bewegung Sinn und Ziel zu geben. Aber damit dieses Tun des Automatisierens am Ende auch einen wirtschaftlichen Nutzen bringt, muss es bestimmten Regeln folgen. Man kann es ganz einfach vereinfachen. Man hat natürlich die Mechanik, die den Prozess bewegt, wo es darum geht, ein Produkt von A nach B zu bewegen oder aber auch etwas anzupassen, zu verschrauben. Man hat natürlich die gesamte Servotechnik, die bewegliche Teile dann bewegt. Man hat die Antriebstechnik und natürlich darüber die Steuerung. Was der gelernte Automatisierungstechniker Pierre Bürgle beschreibt, sind die Grundelemente der sogenannten Automatisierungspyramide. Anhand einer einfachen Förderbandanwendung lässt sich der Aufbau gut zeigen. Ganz unten auf der Prozessebene befinden sich die mechanischen Elemente. Diese werden mit den Aktoren, zum Beispiel Servoantrieben, bewegt, entweder vorwärts oder rückwärts. Bei Förderbandanwendungen sind aber natürlich noch weitere automatisierte Funktionen gefragt, etwa ein automatischer Halt. Um diese Funktion zu realisieren, braucht es ein Zusammenspiel aus Aktoren und Sensoren. Das heißt in diesem Fall, es muss auch eine Lichtschranke installiert werden. Aktoren und Sensoren sind per Feldbus mit der Steuerungsebene verbunden. So senden oder erhalten sie Signale. Auf der Steuerungsebene kommen heute praktisch immer speicherprogrammierbare Steuerungen zum Einsatz. Darin läuft ein kodierter Algorithmus ab, der als Logik bezeichnet wird. In dieser Logik ist festgelegt, welche mechatronischen Komponenten sich zu welcher Zeit bewegen. Je nach Eingangssignal verändert sich der Code und die Aktoren erhalten andere Befehle. So kann etwa eine selbstständige Richtungsänderung des Förderbands realisiert werden. Ja, die klassische SPS, ich meine, der Ablauf dieser SPS ist, die Grundidee ist 50 Jahre alt. Oder nahezu 50 Jahre alt. Das ist ein zyklisch abarbeitendes System, was oben anfängt, die ganze Logik durcharbeitet, unten aufhört und das Ganze im Kreis dann wieder weitermacht. Patrick Eickhoff, der mittlerweile seit 21 Jahren als Automatisierer arbeitet, ist Softwareentwickler beim deutschen Maschinenbauer GEA. Wer verstehen will, wie Automatisieren in der Praxis funktioniert, ist bei ihm genau an der richtigen Adresse. Für ihn hat die SPS einige entscheidende Vorteile. Darum ist diese klassische SPS, wie sie seit 50 Jahren funktioniert, auch immer noch so gefragt in der Industrie. Die ist einfach robust, schussfest, funktioniert eigentlich immer. Bei GEA in Oelde werden hochmoderne Separatoren, etwa für die Pharmaindustrie, entwickelt. Themen wie IT-Vernetzung oder künstliche Intelligenz sind den Kunden heute enorm wichtig. Für eine klassische SPS ist das aber eine Herausforderung. Ja, die Funktionalität, gerade was man dann in Richtung Analytics und auch KI denken. Es gibt auch durchaus Kunden, die sagen, es muss ein Anlagemodul sein, die sich mehr oder weniger selbst optimiert. Stoßen natürlich in einer klassischen SPS an ihre Grenzen. Einfach die IT-technischen oder softwaretechnischen Möglichkeiten ist einfach eine SPS nicht für ausgelegt. Dabei sind gerade diese Möglichkeiten heute gefordert. Denn die Herausforderungen, vor denen Industrieunternehmen stehen, sind enorm. Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, Energieknappheit, individualisierte Kundennachfrage. Die Liste ist lang. Digital vernetzte Fabriken und wandelbare Anlagen sind daher zu einem erfolgsentscheidenden Kriterium geworden.
Aber gerade wenn es um flexible Umrüstungen geht, stößt der klassische SPS-Ansatz an seine Grenzen. Das würde also bedeuten, ich muss die komplette Anlage außer Betrieb nehmen, ein neues SPS-Programm draufspielen, das wieder kompilieren, das wieder in die Steuerungen jeweils runterladen in die einzelnen Steuerungen. Dann muss ich es dann in der jeweiligen Hardware testen, muss, wenn ich verschiedene Hersteller habe, die dann wieder miteinander in eine Kommunikationsbeziehung setzen, schalte alles ein, fahre alles hoch und hoffe, dass die Anlage dann wieder den neuen Programmiernutzen erfüllt oder, wenn ich Pech habe, eben auch nicht. Grund für diese Schwierigkeiten sind proprietäre Systeme. Hardware und Software sind bei einer SPS herstellerspezifisch aneinander gebunden. Man möchte die und die Hardware einsetzen, den Prozessor einsetzen und dann muss man das auch exakt in dieser Entwicklungsumgebung umsetzen. Diese Entwicklungsumgebungen funktionieren alle heutzutage ein bisschen anders. Es gibt Normen dazu, ja. Am Ende des Tages, wie ich eben schon sagte, ist auch alles irgendwie dieselbe Logik, aber es muss anders umgesetzt werden. Damit unterscheidet sich die Programmierung einer SPS grundlegend von der Art und Weise, wie Softwareprogramme in der IT-Welt funktionieren. Auch hier gibt es mit Laptops oder Smartphones praktisch dieselbe Hardware von unterschiedlichen Herstellern. Aber die Software, die drauf läuft, ist oftmals eine selbe. Ich meine, gucken wir Google mit Android an, auf wie viele verschiedenen Plattformen, wie viele verschiedenen Systemen es im Grunde genommen läuft. Es ist egal was, ob ich jetzt einen Samsung oder einen LG-Fernseher kaufe, im Hintergrund läuft immer noch ein Android-System. Wer sich mit Patrick Eickhoff unterhält, dem wird schnell klar, dass die SPS-basierte Automatisierung bei heutigen Ansprüchen mehr und mehr zur Herausforderung wird. Ja, das Aufwendigste gerade ist, also wenn man wirklich eine Anlage hat, die jetzt aus vielen verschiedenen Modulen von vielen verschiedenen Herstellern, die viele verschiedene Steuerungen benutzen, unter einem Dach, unter einem Prozessleitsystem zusammenkriegen will, muss der Anlagenintegrator für jedes Modul, jede Steuerung nur um einen anderen Softwarebaustein, einen Adapterbaustein, ein Gateway mehr oder weniger schreiben. Das macht es in der Praxis oft unmöglich, das volle Potenzial der Automatisierungstechnik abzurufen. Eine aktuelle Studie von McKinsey passt da ins Bild. Gerade mangelnde Interoperabilität wird darin als eine der Hauptursachen für das noch immer gehemmte Wachstum im Bereich Internet of Things genannt. Für den Praktiker Eickhoff ist klar, da muss was verändert werden, ja. Weil ich auch einfach sage, diese Anforderungen, also einmal die Kundenanforderungen ändern sich inzwischen, wie halt auch, ich sag mal, der Nachwuchs an Ingenieuren ändert sich. Einer, der sich mit diesem Nachwuchs an Ingenieuren gut auskennt, ist Professor Stefan Schäfer. An der HTW in Berlin leitet er den Fachbereich Elektrotechnik und legt bei der Ausbildung seiner Studierenden großen Wert auf Vielseitigkeit. Wenn ich meine Studenten nur in ein einziges Universum einführe der Automatisierungstechnik und sie auch nur eine einzige Toolchain kennenlernen, sind sie in dieser Gedankenwelt verhaftet und lernen nicht, dass die Welt viel flexibler und viel breiter und vielfältiger ist, als wenn ich nur einen einzigen Typ kennenlerne. Es ist ungefähr so, als würde ich jeden Tag Hähnchen essen. Gerade Themen wie Interoperabilität oder Migration von Software stehen daher bei Schäfer auf dem Lehrplan. Und wir wollen eben genau diese Migrationsstrategien hier tatsächlich auch den Studierenden vermitteln und auch Methoden vermitteln, wie man verschiedene Geräte miteinander kombinieren kann. Und ja, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und wir haben auch den Eindruck, dass dieses Thema noch wichtiger wird. Letztendlich die Automatisierungstechnik ist ja nichts anderes als die IT-Welt bloß 20 Jahre zurück. Das ist meine Erfahrung auf jeden Fall immer gewesen. Und ich finde, das muss sich ändern. Also das muss eigentlich auf dem gleichen Level laufen. Also man sollte da nicht erst irgendwie eine eigene Schnittstelle implementieren müssen, um die beiden Welten miteinander zu verheiraten, sondern das muss für mich von vornherein letztendlich funktionieren, dass die IT-Welt mit der Automatisierungswelt kompatibel ist. Aber das ist aktuell einfach nicht der Fall. Gerade für jüngere Ingenieure, die direkt von der Universität kommt, merkt man, dass sie aufgewachsen sind in einer IT-Umgebung. Das ist ein ganz großer Unterschied für die ältere Generation, die Assembler programmiert hat. Die junge Generation hat genau diese Vorteile, was sie kennt aus dieser IT-Ebene, möchten sie wiederum in ihrer Automatisierungstechnik auch haben. Dann merkt man schon, dass der Druck von den jungen Mitarbeitern schon sehr stark ist, Sachen anders zu machen. Ja? Es ist alles da, aber es wird halt nicht genutzt, weil man in der Industrie halt sehr konservativ immer noch ist. Und ja, um ehrlich zu sein, das ärgert mich teilweise, weil man kommt da so schnell an Restriktionen ran, dass es halt einfach keinen Spaß macht, dann über einen bestimmten Punkt hinaus zu entwickeln, weil es halt einfach umständlich wird. Aber gibt es für dieses Problem überhaupt eine Lösung? Lässt sich Automatisierung auch noch anders denken?
Als Antwort darauf bringt Professor Schäfer eine Automatisierungsnorm ins Spiel, die mittlerweile ein Revival erlebt. Da würde uns in Zukunft hoffentlich die IEC 61499 weiterhelfen, weil die ein anderes Paradigma verfolgt. Die Idee dahinter ist, dass wir hardwareunabhängige Funktionsbausteine konzipieren und entwickeln können, bei denen es nachher egal ist, auf welcher Hardwareplattform sie läuft. Bereits 2005 definiert, war die IEC-Norm 61499 zunächst als Erweiterung der heute gängigen IEC 61131 gedacht. Und doch ist die von ihr vorgeschlagene Herangehensweise an die Automatisierung revolutionär. Denn es geht um eine Entkopplung von Hardware und Software. Also die 61499 unterstützt erstmal eine Netzwerksicht auf meine Ressourcen, auf meine Anlagen. Und das ist eigentlich genau der Wechsel von meiner klassischen starren Automatisierungspyramide hin zu einem Produktionsnetzwerk. Also dieser Engineering-Aspekt wird natürlich unterstützt. Der studierte Automatisierungstechniker Grégory Boucaud zählt zu einer Generation, für die Smart Factories und Industrie 4.0 von Anfang an präsent waren. Seine Vision für eine zukunftsfähige Industrie ist eng mit einem Automatisierungsansatz nach IEC 61499 verbunden. Vor allem, weil darin die Lebenszyklen von Hardware und Software voneinander getrennt werden. Und das ist heute, was wir als Schwierigkeiten für sehr viele Endkunden sehen, dass quasi das Lebenszyklus von einem Programm ist abhängig von dem Lebenszyklus von den Produkten. Und mit universalautomation.org werden wir das quasi ablösen. Universalautomation.org ist der Name der Non-Profit-Organisation, für die Boucaud heute arbeitet. Sie hat sich die Verbreitung einer Automatisierung zur Aufgabe gemacht, die auf den Vorgaben von IEC 61499 beruht. Namhafte Industrieunternehmen, Hersteller und Universitäten sind bereits Mitglied. Also die Technologie ist schon da, die ist jetzt bereit, ne? Und wir haben jetzt ein Netzwerk um die Bandbreite, um das zu unterstützen. Was hat man noch dazu gebraucht, ist eine Community, der das unterstützt und der das verbreitet. Ne? Und jetzt setzt sich universalautomation.org als der Community, der das verbreiten kann und unterstützen kann. Der Grund für Universal Automation ist richtig, ein Universal Automation zu schaffen. Also das ist nochmal ein Schritt mehr als nur Open Automation. Ne? Und diese Portierbarkeit von Applikationen zu schaffen. Ne? Um besser zu verstehen, wieso Boucaud und die universalautomation.org, aber auch Professor Schäfer und seine Studierenden so hohe Erwartungen in einen Automatisierungsansatz nach IEC 61499 setzen, macht es Sinn, sich die darin beschriebene Herangehensweise etwas näher anzuschauen. Das Vokabular der Automatisierung wird dabei übrigens nicht neu formuliert. Die grundlegenden Begriffe bleiben gleich. Aber was sich hinter den Begriffen verbirgt und wie sie zueinander in Beziehung gesetzt werden, das wird neu definiert. Demnach beschreibt 61499 also einen anderen Modus des Automatisierens oder, wenn man so will, ein anderes Paradigma. Besonders augenfällig wird dieser Paradigmenwechsel, wenn man das Verhältnis von Hardware und Software vergleicht. In 61499 sind Hardware und Software voneinander entkoppelt. Es gibt also eine von der Hardware unabhängige Softwareumgebung, in der Anwendungen frei modelliert werden können. Diese Softwareumgebung und die später verwendete Hardware müssen nicht von demselben Hersteller stammen. Automatisieren nach 61499 wird deshalb als herstellerunabhängig und softwarezentriert charakterisiert. Im Fall der bereits gezeigten Förderbandanwendung sähe das dann folgendermaßen aus. Aus einer Bibliothek werden die benötigten Funktionsblöcke entnommen. Das sind im Fall unserer Förderbandanwendung die Objekte digitaler Eingang für die Funktion von Lichtschranke, Endlagenerkennung und Bedientaste. Hinzu kommt ein Baustein, der die Verbindungslogik definiert. Mit bidirektionalen Schnittstellen, grafisch als orange Linien dargestellt, werden die einzelnen Bausteine logisch miteinander verbunden. So erstellen wir mit den Funktionsblöcken also eine Art virtuellen Zwilling unserer Anwendung. Funktionsblöcke in 61499 werden aber nicht nur für eine bestimmte Steuerung geschrieben oder können nur von einer bestimmten Steuerung verwendet werden. Im Gegenteil. Die Softwareobjekte sind hardwareunabhängig. Das macht ihre unkomplizierte Wiederverwendbarkeit möglich. In dem hier verwendeten Engineering-Tool von Schneider Electric sind die Basisfunktionen für eine Förderbandanwendung bereits vorhanden. Zum Beispiel der Motor.
In dem vorgefertigten Funktionsblock für den Motor sind sämtliche Aspekte einer Motoranwendung gekapselt. Die verschiedenen Code-Ebenen können bei Bedarf auch eingesehen werden. Der oder die Projektingenieurin muss so keinen aufwendigen Code schreiben, sondern kann mit einem fertigen Funktionsbaustein arbeiten. Für das Engineering bringt das den Vorteil, dass Komplexität sinnvoll reduziert wird. Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Hardwareunabhängig zu sein oder systemunabhängig zu sein, heißt für uns auch, okay, wir programmieren diesen Prozess und diese Maschine, dieses Skid in einer Umgebung. Uns ist es egal, welche Hardware nachher darunter geschaltet wird. Einzelne Komponenten wie ein Motor können in einem Funktionsblock gekapselt sein. Genauso gut ist es aber auch möglich, ganze Anwendungen, wie zum Beispiel das gesamte Förderband, in einem einzigen Funktionsblock zu fassen. Egal, von welchem Hersteller die Hardware im Förderband stammt, mit diesem einen Funktionsblock ist alles automatisiert. Und den kann ich dann wirklich x-mal in meine neue Applikation mit einzunehmen, ohne dass ich wieder neu validiere. Und das ging in der Vergangenheit nicht, sondern da habe ich immer die gesamte Programmiercode mir angeschaut und habe somit unheimlich viel Zeit benötigt für Engineering. Und jetzt können wir wirklich wie eine App, auch wenn es kein App Store ist, aber ich kann wie eine App realisieren, ich teste sie und kann sie dann wirklich skalieren. Und noch eine weitere Besonderheit weisen die Funktionsblöcke auf. Denn ihr Abarbeitungsmodus ist nicht zyklisch, sondern eventbasiert. Das heißt, die Funktionsblöcke besitzen neben ihren üblichen Daten-Ein- und Ausgängen auch Ein- und Ausgänge für Events. Das hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung nur erfolgt, wenn zuvor ein Eventsignal am Funktionsblock eingetroffen ist. Am Beispiel des Motors unserer Förderbandanwendung lässt sich das zeigen. Hier sehen wir die State Machine des Funktionsblocks Motor, die in vereinfachter Weise die Funktionsweise des Motors darstellt. Wird das Startsignal für den Motor gegeben, dreht sich dieser nach links, geht also in den Zustand Left. Dieser Zustand wird so lange beibehalten, bis das Stoppsignal eintrifft. Dann geht der gestoppte Motor zurück in den Zustand Ready. Wird dann ein bestimmtes Signal gegeben, etwa durch Betätigen einer Taste, geht der Motor in den Zustand Right, dreht sich also nach rechts und das Paket fährt zurück. Basierend auf dem Eventfluss werden also verschiedene Zustände im Code aktiviert, die die zugehörigen Codesequenzen ausführen. In den meisten Industrieanlagen ist es heute so, dass nur noch für wenige Anwendungen ein zyklischer Code benötigt wird. Um den Rest nicht in ein zyklisches Korsett pressen zu müssen, macht es daher Sinn, auf ein eventbasiertes Ausführungsmodell zu wechseln. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Wir sind da eventsgetrieben und nicht zyklisch getrieben. Und das Event kann sich sehr gut mit der IT-Industrie sehr gut einigen. Ja. Und da haben wir sehr gute Möglichkeiten, uns an die IT-Applikation anzubieten. Nachdem eine automatisierte Anwendung zunächst rein softwareseitig erstellt wurde, muss sie als nächstes auf die realen Hardware-Objekte übertragen werden. Damit dieser Link zwischen Software und Hardware auch wirklich herstellerunabhängig funktioniert, kommen die UniversalAutomation.org und Gregory Boucault wieder ins Spiel. Denn die im Engineering-Tool erstellte Software-Applikation muss auf irgendeinem Betriebssystem laufen, einer Runtime Execution Engine. Dieses Runtime Execution Engine ist ein Teil, was jetzt gemeinsam ist zwischen allen Herstellern. Und das ist, was Universal Automation auch anbietet. Wir verteilen diese Technologie und die Mitglieder sind dafür verantwortlich, diese Technologie zu warten und auch voranzutreiben. UniversalAutomation.org liefert also ein herstellerunabhängiges Betriebssystem, das gewissermaßen einen gemeinsamen Nenner zwischen den Komponenten bildet. Also das Betriebssystem der Hardware, die ich einsetze, muss natürlich nach IEC 61409 funktionieren. Wenn das der Fall ist, bin ich halt einfach völlig flexibel, wo ich was auf welchem Gerät ablaufen lasse. Die Fahrleute, die Fahrkräfte müssen nur Kenntnisse in Universal Automation.org, in einem Build-Time, die kompatibel ist mit Universal Automation.org haben. Und die können sich dann auf jede Hardware das deployen. Um das virtuelle Codeobjekt auf einer Hardware ausführen zu lassen, wird der Code zunächst mit einer Steuerung verlinkt. Auf dieser Steuerung wird die Softwareanwendung berechnet. Dann muss sichergestellt sein, dass auch Signale zwischen den physischen Objekten und den Softwareobjekten ausgetauscht werden können. Dazu werden die Ein- und Ausgangssignale konfiguriert. Soll eine ganze Förderstrecke, also mehrere Förderbänder, automatisiert werden, muss dazu lediglich der fertige Funktionsblock für das Förderband kopiert werden.
Durch Ziehen einfacher Linien werden die im Code definierten Schnittstellen verbunden und die Bänder können miteinander kommunizieren. Im Fall des hier verwendeten Engineering-Tools von Schneider Electric wird diese Querkommunikation automatisch generiert. Eine entscheidende Besonderheit bei 61499 ist nun, dass die Softwareobjekte keineswegs von einer SPS-Steuerung berechnet werden müssen. Einem Förderbandfunktionsblock kann auch ein Frequenzumrichter oder jede andere Komponente mit CPU zugewiesen werden. In explosionsgeschützten Anwendungsbereichen zum Beispiel eine Steuerung von einem Spezialhersteller. Auf diese Weise ist es möglich, jedem Förderbandmodul sozusagen seine eigene Intelligenz zu geben. Projektiert werden die unterschiedlichen Hardware-Konstellationen aber nur mit einem Software-Tool. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Denn sollte unvermutet eine der Hardware-Komponenten ausfallen, dann ist es erstmal egal, ob ein baugleiches Ersatzgerät auf Lager ist. Um den laufenden Betrieb zu sichern, kann der Code problemlos auf ein anderes Gerät mit CPU, etwa die Steuerung, gemappt werden. Das lässt sich in Windeseile umsetzen. Und sollte keine Steuerung mehr verfügbar sein, kann der Code auch genauso gut von einem Server-PC ausgeführt werden. Und das System funktioniert dennoch, auch ohne eine SPS. Und dieses Deployment ermöglicht dann eben hier, dass ich meine Ressourcen besser verteilen kann. Das kann auch je nach Anwendungsfall dazu führen, dass ich mit wesentlich ressourcenärmeren Geräten oder Devices wesentlich komplexere Aufgaben ersetzen kann. Ich könnte aber auch über Schwärme nachdenken. Ich könnte also auch über ganz neue Redundanzkonzepte nachdenken. Ich könnte aber auch über Lastverteilung nachdenken. Das heißt, die Skalierbarkeit kann ich ja wesentlich dadurch erhöhen, indem ich beispielsweise bei extremen Anforderungen an die Maschine neue Ressourcen hinzubuche und wenn ich diese Anforderungen nicht mehr benötige, die wieder rausnehme, um Energie zu sparen. Das heißt, wir haben plötzlich gegenüber den alten Programmierparadigmen, wo ich dann eine Maschine im permanent laufenden Betrieb hatte, die Möglichkeit, wesentlich flexibler über Ressourcen nachzudenken, über Energieverbräuche, über Medienverbräuche, Druckluftverbräuche und so weiter. Diese von Professor Schäfer angesprochene Flexibilität ist zum Beispiel in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Pharmaindustrie gefragt. Hier kommen Module, sogenannte Skits, zum Einsatz, die je nach Medikament zu neuen Verfahren angeordnet werden müssen. Je schneller und einfacher das geht, desto besser. Für solche Anwendungszwecke hat die Firma GEA ihren Pathfinder Separator entworfen. Mit dem Gerät, das als einzelnes Modul verkauft wird, können Flüssigkeiten von Feststoffen oder Flüssigkeiten von Flüssigkeiten getrennt werden. Je nach Verfahren kann der Separator immer einen anderen Platz im Gesamtprozess einnehmen. Das Besondere an genau diesem Separatormodell von GEA ist nun, dass eine seiner Ausführungen komplett herstellerunabhängig automatisiert wurde. Patrick Eickhoff und GEA konnten damit also einen Machbarkeitsnachweis für die Automatisierung nach 61499 erbringen. Aber Stand heute haben wir im Grunde genommen wirklich ein komplettes, in sich geschlossenes Skid-Modul, Automatisierungsmodul, also mechatronisches Modul, was in 61499 abgebildet ist und auch lauffähig ist. Da für die Umsetzung eines solchen Projekts auch ein Engineering-Tool gebraucht wird, hat man sich bei GEA an Schneider Electric gewandt. Die Firma Schneider Electric ist als Hersteller von Automatisierungskomponenten ein absoluter Early Adopter auf dem Gebiet der herstellerunabhängigen Automatisierung. Als einziges großes Unternehmen bietet der Tech-Konzern schon heute ein 61499-fähiges Engineering-Tool an. Wir können auch aktuell noch nicht die High-End-Lösung machen, das wissen wir auch. Da werden wir aber darauf hinarbeiten. Aber wir können jetzt schon sehr viel Thema rund um koordinierte Anwendungen, SPS-Technik realisieren und bieten da einfach neue Möglichkeiten, auch mit Daten auch in die IT-Ebene abzugeben. Ne? Bei GEA jedenfalls zieht man nach dem Proof of Concept ein positives Fazit. Das Proof of Concept hat im Grunde genommen wirklich gezeigt, okay, man entwickelt, ingeniert eine Automatisierungslösung einmal und kann sie zu 100%, wenn denn die Komponente 61499 fähig ist, einfach immer wieder verwenden. Wir haben zum Beispiel auch die gesamte Validierung der Software, also die Abläufe, die Logik, im Grunde genommen am Rechner gemacht, in einer virtuellen Umgebung und sind dann erst irgendwann wirklich an das eigentliche Skid, an die eigentliche Hardware angegangen. Gerade die Wiederverwendbarkeit von Softwarebausteinen bringt für GEA enorme Vorteile. Wir als Unternehmen profitieren auf jeden Fall davon, dass wir die Sache wirklich einmal programmieren. Wir machen einmal das Engineering und können uns wirklich dann zum Zeitpunkt, was ist gerade lieferbar oder welche Hardware ist gerade verfügbar, viel, viel später im Projekt entscheiden. Von mir aus auch kurz vor der Auslieferung, weil wir wissen einfach, es funktioniert dann.
Das macht es natürlich als Maschinenbau und uns als Unternehmen dieses Konzept natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Das wirtschaftliche Potenzial von herstellerunabhängiger Automatisierung bleibt aber längst nicht nur auf den Maschinenbau beschränkt. Also man sieht, wenn man die ganze Lieferkette betrachtet, ne, man sieht auch, dass ein herstellerunabhängiges System auch sehr viel dabei hilft, ne, weil ich da mehr flexibel bin, weil ich da zum Beispiel, wenn ich keine Steuerung von Hersteller A eine Steuerung von Hersteller B nehmen kann oder ein IPC oder sogar manchmal ein Raspberry Pi, weil es industrietauglich ist. Ne? Für Unternehmen, die in Zukunft flexibler und wirtschaftlicher produzieren wollen, ist das natürlich ein enormes Potenzial. Also wir reden da schon im mehrstelligen Prozentbereich an Einsparungsmöglichkeiten, allein dadurch, dass ich eben durch eine größere Vielfalt bei der Auswahl meiner Automatisierungskomponenten eben eine wesentlich größere Flexibilität erhalte. Vor allem dann, wenn Komponenten unterschiedlicher Hersteller miteinander kombiniert werden sollen, machen sich diese Mehrwerte stark bemerkbar. Denn die Grenzen proprietärer Systeme spielen bei herstellerunabhängiger Automatisierung keine Rolle mehr. Das sind also Probleme, die in Zukunft wesentlich reduziert werden können, sodass wir also wirklich hier von einem erheblichen Einsparpotenzial, ich glaube, da gibt es Untersuchungen so im Bereich 20-30% sprechen im Engineering-Bereich. Immer unter der Voraussetzung, dass ich auch Anlagen habe, die sich regelmäßig verändern, wo ich neue Anforderungen habe, wo ich auch meine Produktpalette ändern möchte. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Und der ist heute aktueller denn je. Wir sehen gerade mit dem Thema hardwareunabhängige Automatisierung einen unheimlichen starken Hebel in der Nachhaltigkeit. Ja, und warum? Jetzt gar nicht unbedingt für den Energiebereich, sondern ein bisschen mehr, wie gehe ich nachhaltig mit meinen Ressourcen um und wie kann ich effizienter werden. Und da ist natürlich der 68499 eine Möglichkeit zu sagen, wir können relativ schnell im laufenden Betrieb auch Komponenten wechseln, auf Ressourcen zurückgreifen, die weniger Energie benötigen oder verbrauchen. Wir können wesentlich flexibler auf Lastgänge eingehen und haben hier auch die Möglichkeit, wesentlich schneller auf solche Schwankungen im Energienetz zu reagieren. Wir können aber auch unser gesamtes Lieferantennetzwerk dementsprechend optimieren. Wir können also auch sagen, wir wollen hier wesentlich flexibler in der Verteilung von Ressourcen auf Lieferketten eingehen. Es sagt ja keiner, das ist ja das Spannende an dieser Norm, dass die auf einen Standort begrenzt ist, sondern man könnte ja die 68499 auch standortübergreifend denken, indem ich eine virtuelle Fabrik baue, die mehrere Standorte oder sogar Länder oder sogar Regionen umfasst. Und ich persönlich finde die Norm so spannend und interessant, dass ich durchaus mir persönlich vorstellen kann, da die nächsten 10, 15 Jahre meiner Forschungsaktivität zu investieren, weil ich glaube einfach, dass dieser Ansatz der Verteilung und Herstellerunabhängigkeit der richtige ist, um die Automatisierungstechnik in Deutschland oder sogar weltweit so voranzutreiben, dass ich hier eine höhere Offenheit, Flexibilität und Herstellerunabhängigkeit erreiche. Für die Automatisierungswelt würde die Verbreitung dieses Ansatzes fraglos einen Paradigmenwechsel bedeuten. Die Frage ist, wie schnell dieser Paradigmenwechsel vollzogen wird. Von wie vielen Märkten dieser Paradigmenwechsel mitgetragen wird. Dadurch, dass die Automatisierungswelt ja überall in der Industrie greift, muss man natürlich auch einen riesen Markt, eine riesen Industrie diesem Paradigmenwechsel beibringen oder ihn dazu bringen. Aber es kommt, die Bewegungen sind da. Und das macht Sinn, jetzt schon herstellerunabhängig zu werden, damit wir da Zukunft sicher sind und Zukunft quasi ready wird. Ne? Bietet universalautomation.org diese Möglichkeit, quasi herstellerunabhängig jetzt schon zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass es genau der richtige Weg ist, ja, weil wir zwei Sachen erkennen. Einmal die IT-Ebene, die uns definitiv im Maschinenbau in Zukunft nachhaltig verändern wird. Und gleichzeitig sehe ich aber auch die Möglichkeit, Disziplinen miteinander zu verbinden, ne, um da effizienter zu werden. Und das bietet mit Universal Automation oder Automation Expert bei Schneider Electric eine Basis dafür, um das zu tun. Und dass ein großer Hersteller wie Schneider Electric nun auf herstellerunabhängige Automatisierung setzt, das hat es seit Veröffentlichung der 61499 noch nie gegeben. Es ist für uns definitiv eine Revolution. Das heißt, wir gehen da wirklich ein komplett neuer Weg, der unheimlich viel Chance hat, aber natürlich auch Gefahren birgt. Aber es ist für uns eine ganz spannende Zeit und das genießen wir.